Die blubbert auch schön beim Runterschalten. Und geht super ab. Grundsätzlich ist das sehr komfortabel und das Fahrwerk schluckt das wirklich absolut gut. Ein wenig kantig, etwas bullig, ein Hauch von Stromlinienförmigkeit. So präsentiert sich die BMW F900R. Der Nachfolger der F800R, die fast 10 Jahre lang gebaut wurde, will im Mittelklasse-Segment der Naked-Bikes Zeichen setzen. BMW selbst nennt das Bike Dynamic Roadster. Das Besondere, die F900R kann sehr individuell angepasst werden. 6 verschiedene Sitzhöhen, verstellbare Handhebel und ein separat erhältlicher hoher Lenker helfen in Sachen Ergonomie, das auf einen selbst perfekt abgestimmte Bike zu finden. F900R, hier in schwarz-grau. Ja, was sagt mir der erste Eindruck? Also was mir richtig gut gefällt, ist dieser Scheinwerfer. Ihr müsst mal gucken, wenn man die Zündung einschaltet, dann ist hier das R auch noch in LED-Technik. Das sieht echt mega aus. Super, super, super. Die Blinker auch in LED-Technik. Ansonsten ja, sehr sportlich, so ein kantiges Design. Das TFT-Display ist ja allseits bekannt, aber gut integriert hier, ja, wie so ein ganz kleines, flaches Tablet integriert. Vorne F900, vorderer Kotflügel in schwarz, Motor schön offen, die Auspuffrohre kupferfarben und dann hier rote Feder am Federbein, ZF. Der Auspuff auch, ja, der Linie treu geblieben, überall dieses kantige, überall gibt es diese Kanten, teilweise mit Rundungen kombiniert. Hinten das Heck, ich sag's in jedem Fahrbericht, viel zu lang. Bis hier dürfte es sein. Aber auch in LED-Technik. Hier das Dynamic ESA Fahrwerk. Auch hier schön offen. Der Sitz klasse gepolstert, eingestickt. F900. Die hat fast alles an Bord, ich glaube Vollausstattung. Alle 4 Pakete, keyless weit. Und sieht wirklich total modern aus. Also da finde ich, ist den Designern von BMW echt ein guter Wurf geglückt. Angetrieben wird die F900R durch einen Zweizylindermotor mit ganzen 105 PS, welche bei rund 8500 Umdrehungen anliegen. Das Drehmoment liegt bei 92 Newtonmeter und die liegen bei 6500 Umdrehungen an. Als A2-Version liefert das Aggregat 48 PS. Der Hubraum liegt bei 895 Kubikzentimetern. Vollgetankt wiegt die F211 Kilogramm, in den Tank passen aber nur knappe 13 Liter Benzin. Zum Fahrwerk. Vorn gibt es eine Upside-Down-Gabel und hinten eine Aluminium-Zweiarmschwinge und ein direkt angelenktes Zentralfederbein. Die Federbasis ist hydraulisch einstellbar, wie auch die Zugstufendämpfung. Zur Bremse. Vorn hat die BMW eine Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser mit einem 4-Kolben-Radialbremssattel und hinten gibt es eine Einscheibenbremse mit 265 mm. Der Einstieg ins F900R-Fahren ist schon mit relativ moderaten 8.578 € möglich. Dafür ist der Roadster ausstattungsmäßig allerdings noch recht nackt. 4 größere Pakete gibt es als Option, das Aktiv, Komfort, Dynamic und Tourenpaket. Dafür gibt es dann zum Beispiel Fahrmodi Pro, Schaltassistent Pro, Keyless Ride,
Dynamic ESA, also das elektronische Fahrwerk und mehr dazu. Packt man alle Pakete in die Konfiguration und noch das eine oder andere extra dazu, liegt der Preis bei rund 11.400 €. Dann wollen wir doch mal hören, was wir hier so haben. Ruppig klingt der. Ich finde richtig ruppig. Jetzt regelt er etwas runter, klar, nach der Startphase. So. Oh. Das ist, wenn ihr das jetzt hören könntet, das ist natürlich über Mikrofon immer ein bisschen anders. Das ist richtig tief bassig. Ohne Fehl und Tadel. Gefällt mir. Gut, wir haben Platz genommen auf der F900R und der allererste Eindruck ist, das ist super bequem. Schön aufrecht, der Sitz ist gut gepolstert, nach vorne nur leicht gebeugt, Abstand der Arme zueinander ist korrekt, Kniewinkel passt perfekt für 1,89, also eine super bequeme Sache. Schalten wir die Zündung mal ein. Und da haben wir sie, die typische BMW-Animation hier halt für die F900R. Das ist das Hauptcockpit. Wie ihr seht, ein relativ großes TFT-Display, super entspiegelt, da spiegelt echt gar nichts, hell, mit allen Angaben, die man, sage ich mal, in dieser Ansicht braucht. Wir sind hier im Mode-Programm, wir haben hier einen Trip, dann ist hier die Lenkradheizung, die können wir mal ausschalten. Plus 16 Grad, Uhrzeit, neutraler Gang, Drehzahlmesser, Geschwindigkeit. Das kann man hier einstellen. Wenn man nach oben dreht, drückt, also hier beim Menü, kann man oben einzelne Sachen einschalten. Wie lange ist man gefahren, Tripzeiten, durchschnittliche Geschwindigkeiten. Wenn man unten auf den Menüknopf schaltet, dann kommt man in das Menü rein und dann kann man, wenn man nochmal drückt, Sport, hat man die Sportanzeige. Die gefällt mir besonders gut. Links die Regelkontrolle oder der Regeleinsatz in Prozent vom DTC, von der Traktionskontrolle. Rechts die Bremse in Meter in Sekunden hoch 2, Verzögerung. Und in der Mitte hat man dieses blaue, das klappt wahrscheinlich nur, wenn man fährt. Okay, hier wollte ich sagen, der Neigungswinkel. Dann in der Mitte der Drehzahlmesser, das gefällt mir sehr gut. Oben die Geschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Bike hier ist komplett ausgestattet mit allen 4 Paketen. Im Menü kann man jetzt einstellen, alles Mögliche. Also Navigation, Media, wenn man einstellt, Telefon und in den Einstellungen die Fahrzeugeinstellungen, Systemeinstellungen. Da ist wirklich unglaublich viel, was man einstellen kann. Das wird jetzt aber den Fahrbericht echt auf 40 Minuten verlängern. Das wollen wir nicht. Gut, mein Fahrzeug. Auch hier auf einen Blick die Daten. Wann muss getankt werden? 12,2 Volt hat die Batterie noch. 54 Grad Motortemperatur. Und beim Fahren dann, beim Auto heißt es RDK. Hier ist es das Reifen-Luftkontrollsystem. Ja, also eine ganze Menge. Was hier angeboten wird, sehr, sehr modern, übersichtlich und vom Design top. Ich schalte wieder in meine Lieblingsansicht. Das ist diese hier. Gut, von den Bedienungen haben wir hier den Menüschalter, den wir gerade eingesetzt haben. Hier unten die Hupe. Wie klingt denn die? Wie eine Motorradhupe. Hier oben den Tempomaten, Fernlicht, LED-Licht, Warnblinker und auf der rechten Seite den Mode-Schalter. 4 Fahrprogramme gibt es, Road, Dynamic und Rain, Dynamic Pro, also in dem Fall 3. Und hier die
Sitz, sage ich. Ist das ein Autofahrbericht? Die Griffheizung brauchen wir auch nicht. Okay, ich würde sagen, fahren wir los. Herrliche 16 Grad in Berlin und Brandenburg an einem Oktobertag. Das wird auch einer der letzten Tage sein, hier in der Region und in Deutschland sicherlich. Das war's dann mit der Saison. Aber für heute reicht es noch, gemütlich zu fahren. Ja, Ersteindruck. Dynamic ESA an Bord. Da stellt sich das Fahrwerk in Millisekundenbereichen auf die Fahrweise und auf den Straßenbelag ein. Und ansonsten ist das recht bequem. Also hier kann ich mir auch vorstellen, mal wirklich eine längere Tour zu machen. 105 PS leistet der Motor. Das ist eigentlich völlig ausreichend. Und die F900R hat auch eine schöne Drehmomentsverteilung. Das heißt, zum einen liegt das maximale Drehmoment recht früh an und zum anderen ist es gut verteilt. Okay, testen wir mal die Bremse. Yep. Zieht ordentlich. Dann hat sie den Quickshifter mit an Bord. Wie ihr seht, nichts kuppeln, einfach nur schalten. Sehr leichtgängig, ohne große Ruckelei im ganzen Motorrad. Also ich sitze hier total bequem. Die Sitzbank ist super gepolstert, nicht zu weich. Die Sitzhaltung selber ist sehr, sehr aufrecht. Und selbst ohne Windshield, was jetzt zum Style, finde ich, der F900R gar nicht passen würde, macht der Wind jetzt so um die 100 Stundenkilometer zumindest überhaupt keine Probleme. Die blubbert auch schön beim Runterschalten. Und geht super ab. Da war kein Leistungsloch, nirgendwo zu spüren. Das war in einem wirklich mega dynamisch. So wie man sich das wünscht. So, hier wird es etwas holpriger. Holpriger. Und das packt das Fahrwerk wirklich super. Also da kommen keine unangenehmen Stöße durch. Na klar wackelt das, wie auch anders soll das gehen. Aber grundsätzlich ist das sehr komfortabel. Und das Fahrwerk schluckt das wirklich absolut gut. Also auch bei der Geschwindigkeit. So 120 km/h, 122, was ich jetzt fahre, ist es nicht unbequem. BMW wollte mit dem Nachfolger der F800 Zeichen setzen im Mittelklasse-Segment der Naked-Bikes. Ist das gelungen? Meiner Meinung nach zu 100%. Die F900R ist ein topmodernes Motorrad mit allen technischen Leckerbissen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Das ist absolute Oberklasse. Das elektronische Fahrwerk weiß auf der ganzen Linie zu überzeugen. Der Motor mit seinen 105 PS ist durchzugsstark und kräftig. Die Fahreindrücke überzeugen durch Bequemlichkeit, ohne dass der Spaß auf der Strecke bleibt. Für mich ist die F900R fast schon zu perfekt. Mir fehlt ein wenig die Seele, ein Quäntchen rauer Charakter. Aber darum fahre ich ja auch eine R90 Pure. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es halt nicht.
Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Kommenden Samstag gibt es wieder ein neues Video auf Bike for Fun. Lasst euch überraschen. Mein Dank geht auch dem Team von BMW Motorrad Rilla und Schnauk in Berlin, die mir das Testbike zur Verfügung gestellt haben.